Studentenverbindungen. Wir haben euch gefragt, was ihr denkt, wenn ihr das hört. Und da kam relativ oft sowas wie viel Saufen, sehr elitär, politisch eher rechts und sexistisch. Trotzdem gibt es immer mehr weibliche Studentinnenverbindungen in Deutschland. Ich treffe heute Annika. Sie gibt mir einen seltenen Einblick in das Verbindungsleben. Meine Eltern waren da am Anfang auch so ein bisschen so, wie, du bist jetzt in der Studentenverbindung. Die Verbindung ist wie ein Korsett, sie schnürt einen ein, aber sie gibt einem auch Halt. Ich habe so einen Drang irgendwie auch zu so Parallelwelten. Ich habe mir ein Verbindungshaus anders vorgestellt. Ja, aber nö. Ich bin übrigens sehr gespannt auf Annikas Wohnung. Sie hat mir nämlich im Vorfeld gesagt, dass man sofort erkennen würde, dass sie in einer Verbindung ist. Annika ist im akademischen Verein Normannia zu Mainz. Sie lebt aber nicht in einem Verbindungshaus, sondern zusammen mit ihrem Freund Nikolas, der übrigens auch in einer Verbindung ist. Das Verbindungshaus werde ich mir heute Abend angucken und Annikas Bundesschwestern kennenlernen. Ich glaube, da entdecke ich auch schon Sachen, die du angekündigt hast. Ja. Ne? Das sind alles Sachen, die mit eurem Verbindungsleben zu tun haben. Genau. Ist es deins oder ist es von Nikolas? Das ist meine. Ah, okay. Genau, und das sind auch meine Bänder eben. Ah, okay. Genau, ja. Was bedeuten die? Das sind wie Freundschaftsarmbänder, die tauscht man miteinander. Genau. Das Schwarz-Rot-Gold, das sind die Farben von eurer Verbindung. Schwarz-Gold-Rot. Ah, so. Ja. Genau, belgisch, nicht deutsch. Okay. Ja, das war auf dem Heidelberger Schloss 2019. Da haben wir chargiert, also quasi in unserem Kostüm eben die Verbindung repräsentiert. Unsere Mutterverbindung ist der KV und die haben dann quasi das KV-Liederbuch. Da sind dann eben die verschiedenen Studentenlieder dann quasi einfach drin. Genau. Und die singt ihr dann auch wirklich zusammen? Ja, manche sind auch bekannt, sowas wie Freude schöner Ritterfunken singen wir auch, aber mit einer anderen Melodie tatsächlich. Genau. Krass. Also ich habe es in meiner Studentenzeit nicht gesungen, weil du sagst so selbstverständlich, das sind Studentenlieder. Wie von früher, also Ja. so wie man Volkslieder eben kennt von früher, gab es früher auch Studentenlieder und das Ja. die gibt es halt traditionell eben noch. Und da unterscheiden sie aber auch verschiedene Liederbücher. Chargieren, KV. Annika hat die Verbindungssprache natürlich drauf. Für alle, die wie ich auf dem Schlauch stehen, in der Infobox ist ein Lexikon. Wie ist es bei dir gewesen? Also wie bist du überhaupt in der Verbindung gelandet? Ja, das ist ganz witzig, über einen Kommilitonen tatsächlich. Der ist beim Nikolas in der Herrenverbindung eben im KV. Und ich wollte mit dem mal was unternehmen und dann hat er mich eingeladen zum Stiftungsfest 2019 von den Jungs, also zum Geburtstag der Verbindung quasi. Und ich wusste gar nicht, was das ist. Ich kannte das nur aus Filmen eben. Ich wusste nicht, wo ich bin, ich wusste nicht, was passiert und ich bin geblieben. Und was genau hat dich überzeugt? Ich studiere auch Theologie. Ich habe so einen Drang irgendwie auch zu so Parallelwelten. Also das gefällt mir sehr gerne. Und das hat mich irgendwie dahingehend auch überzeugt. Also so was anderes, was Neues kennenzulernen, was so parallel existiert, aber irgendwie auch Gemeinschaft bildet und schön ist. Also ich habe mich so gefreut. Also ich war wirklich echt glücklich. Meine Eltern waren da am Anfang auch so ein bisschen so, wie, du bist jetzt in der Studentenverbindung? Also ja, wir können da gern drüber sprechen. Ich erzähle dir jetzt mal, was wir machen. Selbst wenn da Klischees am Anfang im Raum standen, irgendwie viel trinken, das Klischee mit rechts ist oft im Raum. Und dann gucken die Leute mich an und denken sich so, das kann dann doch nicht stimmen. Also weil ich würde nicht mich nicht als rechts betiteln, definitiv nicht. Ich bin meistens mittig eher. Und ich trinke auch nicht so gern viel Alkohol. Dementsprechend habe ich mit meiner Anwesenheit in einer Studentenverbindung das Klischee so ein bisschen für manche aus den Köpfen entfernt, tatsächlich, ja. Annika kann mir ja nur Einblick in ihre Verbindung geben. Deswegen spreche ich mit Anne Mielke. Sie hat ihre Doktorarbeit über Damenverbindung geschrieben und mit vielen Frauen gesprochen, die Teil davon sind. Auf den Vorwurf, dass alle Verbindungen eine ähnliche politische Ausrichtung haben, sagt sie: Ich würde sagen, konservativ in einem gewissen Rahmen sind sie alle. Denn eine studentische Verbindung ist ja, das Prinzip ist ja, die Traditionen weiterzutragen. Und das ist ja ein Kern von konservativ sein, nämlich Dinge weitertragen und behalten. Und nicht zu sagen, wir machen jetzt hier mal was komplett anderes. Und jeder kann irgendwie leben, wie er sie möchte. Das heißt nicht, dass da die alle recht sind. Da gibt es durchaus ja auch ein Spektrum. Am frühen Abend bereiten Annika und Nikolas ein paar Sachen in der Küche vor. Die Verbindungen haben zusammen nämlich einen kleinen Kochwettbewerb organisiert und die beiden wollen mit ihrem Hauptgang Carbonara Muffins gewinnen. Dinge, die viele Leute geschrieben haben, dass sie mit Studentenverbindungen auch Sexismus verbinden oder ein
ja, ein veraltetes Rollenbild, was Männer und Frauen angeht. Also wir leben das nicht aus. Also ich glaube, vielleicht so ein bisschen veraltetes Rollenbild kann es manchmal ganz gut treffen, weil es gibt Männerbündel, die sagen, wir saufen vor Frauen nicht. Vor allem halt dieses auf Ex, das sogenannte Pressesaufen, das machen wir in Gegenwart von Frauen nicht oder mit Frauen nicht. Man möchte sich quasi vor der Frau nicht ungebührend verhalten. Ja. Aber es ist ja schon auch jetzt noch so, ihr seid in der Herrenverbindung und dann hat sich sozusagen, ich weiß gar nicht, ob als Gegenbewegung oder als Reaktion oder wenn man als Frau es halt auch wollte, dann nochmal sozusagen die Darmverbindung entwickelt. Ja. Also warum muss das so exklusiv sein? Schwer, also bei uns ist es halt eine Sache, die vom Verband aus so vorgegeben ist. Damit sich das im Verband ändert, braucht es, glaube ich, eine Einstimmigkeit. Würden Sie denn dann davon sprechen, dass Entstehen von Frauenverbindungen auch eine Art einer Emanzipation dann ist oder eher weniger? Innerhalb des Verbindungsmilieus gibt es eher so, haben Frauen traditionell immer den Platz der Dame gehabt. Und die Dame bedeutet die Ehepartnerin, die Couleurdame, die Begleitung des männlichen Mitglieds, die dafür da ist, dass es da nochmal ein Gegenüber gibt, die aber selber kein gleichberechtigtes Mitglied ist. Und in dem Satz, wo die Frauen sagen, sie wollen jetzt auch gleichberechtigte Mitglieder sein und manche Frauenverbindungen fordern sogar ein Wetttrinken zu machen, dann ist das innerhalb des Verbindungsmilieus vielleicht eine kleine Art von Emanzipation, aber außerhalb des Milieus und innerhalb der Gesellschaft würde ich sagen, es ist immer noch sehr starre Geschlechterbilder, die da zum Teil transportiert werden. Alles ist vorbereitet, jetzt ist Annika dran. Weil es keine offizielle Veranstaltung wie zum Beispiel eine sogenannte Kneipe ist, zieht sie nicht ihre volle Montur an, aber ein paar Accessoires müssen es auch heute sein. Das sind wie Freundschaftsbänder eben, die man austauscht und dann hat man die Verbindung direkt am Herzen. Man nennt die Zipfel. Die können mit befreundeten Personen aus der eigenen oder anderen Verbindungen getauscht werden. Würdest du denn im Sommer auch so offen rumlaufen mit den Bändern? Grundsätzlich schon. Das kommt natürlich darauf an, wann und wo. Auf dem Campus eher weniger. Einfach weil da ist das Risiko groß, dass man auf Leute trifft, die das nicht unterscheiden können von Leuten, die rechts sind, eben weil sie das nicht reflektiert einordnen können. Ja. Und da ist die Chance groß, dass man vielleicht verprügelt wird dafür. Ist dir das schon mal passiert? Nein, mir persönlich nicht, aber ich habe auf dem Campus auch selten, also ich habe es vielleicht einmal getragen und es war nachts. Und da ist die Gefahr natürlich dann ein bisschen geringer vielleicht. Genau, aber das Risiko muss man nicht eingehen, denke ich mir. Ich habe mir ein Verbindungshaus anders vorgestellt. Ich habe mir jetzt so alte Villa vorgestellt. Ja, aber nö. Ja, aber nö, okay. Nein, aber also, das wäre schön, aber wir kommen auch damit zurecht. Das Verbindungshaus gehört 3 Herrenverbindungen. Mittlerweile sind in einen Flur auch Frauen eingezogen. Tatsächlich besitzen viele männliche Verbindungen schicke Häuser, in denen sie günstige Zimmer an Studierende vermieten. Bei Damenverbindungen ist das super selten. Die haben oft keine eigenen Immobilien. Isabel lebt hier. Und während in der Küche schon fleißig gekocht wird, zeigt sie mir ihr Zimmer. Die Miete hier ist im Vergleich zu anderen Wohnheimen in Mainz mit 200 € echt günstig. Wie kam das, dass du quasi hier eingezogen bist? Das war tatsächlich Zufall, weil ich habe verschiedene Studiengänge eben durchgeschaut und dann habe ich mich für mehrere Orte beworben. Und dann war irgendwann klar, ich komme nach Mainz. Und dann habe ich halt geschaut, wo kann ich wohnen und so weiter. Und dann bin ich hier eingezogen. Und da wusste ich eigentlich auch noch nicht wirklich viel von Verbindungen oder so. Habe dann immer wieder auch Einladungen zu den Veranstaltungen bekommen, weil die hier überall aushängen. Und auch vor allem über Annika, die hat ja auch hier gewohnt. Und ich fand Verbindungswesen cool und dann war ich so, ja, wieso eigentlich nicht beitreten? Okay, das heißt, du bist hier quasi schon in die Verbindung reingerutscht über die Wohnsituation? Ja, quasi. Schon, bei mir schon. Ja, okay. Die Regel, wer hier so günstig wohnt, muss sich nach 2 Semestern entscheiden, ob er oder sie Verbindungsmitglied werden möchte. Wenn nicht, muss man ausziehen. So, hi. Ich freue mich, dass ich euch alle begrüßen darf heute zu unserem perfekten Dinner. Heute sind auch ein paar Leute gekommen, die noch nicht in der Verbindung sind. Für sie ist es eine Art Schnupperabend. Die Atmosphäre wirkt auf mich ungezwungen. Und Alkohol wird jetzt auch nicht übertrieben getrunken. Aber okay, ist halt auch ein Kamerateam am Start. Ein kleines Ritual beobachte ich trotzdem. Danke. Das ist jetzt Cedrics Zipfel. Okay, und warum musst du jetzt auf den aufpassen? Weil er auf Toilette gegangen ist, genau. Und er trägt ihn ja am Hosenbund, um den einfach zu schützen vor
Dingen, die passieren können, ich möchte das jetzt nicht so ausführen, bekomme ich den quasi zur Couleurwache in die Hand gedrückt. Okay. Damit da nichts passiert. Und Cedric kommt gleich von der Toilette wieder und holt ihn dann auch wieder ab. Ach so, okay, ja. Das heißt, es muss immer einfach darauf geachtet werden, dass es schön sauber gehalten Dass es sauber bleibt, genau. Ja, okay. Ja. Wer Mitglied in der Verbindung wird, trifft in der Regel eine Entscheidung fürs Leben. Heißt, wenn man fertig studiert hat, tritt man nicht aus der Verbindung aus, sondern unterstützt sie mit Geld und dem eigenen Netzwerk. Das wird auch Lebensbundprinzip genannt. Heute ist hier eine hohe Dame, so nennt man weibliche Verbindungsmitglieder, wenn sie nicht mehr studieren. Aus der Tradition heraus waren es ja ursprünglich mal Männer, die in Verbindungen waren. Warum haben Frauen sich dazu entschieden, das auch so zu machen? Warum sollen Frauen das nicht auch haben, wenn es sich doch bewährt hat? Also einfach nur dabei, ich meine, das ist auch schön, aber diejenigen, die studieren, warum sollen die das nicht auch haben? Das ist halt ein unendlich wertvolles Netzwerk, das ist halt eine große Chance für jeden, der dabei ist. Man hat dadurch eine viel stärkere Tiefe im Leben. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Dimension. Ja. Ein Netzwerk, das man durch eine Verbindung bekommt, kann für die Karriere natürlich eine Chance sein. Aber diese Chance bekommen nicht alle Menschen. In der Regel muss man studieren, um überhaupt Zugang zu bekommen. Bei konfessionellen Verbindungen den entsprechenden Glauben haben und so weiter. Gemeinschaft auf der einen, Abgrenzung auf der anderen Seite. Da gibt es gemeinsam geteilte Werte vielleicht, da gibt es eine gemeinsame Sprache, die gesprochen wird. Ist ja fast eine kleine Subkultur, aber bei vielen ist es dann so eine Art Hyperinklusion, also wo dann fast die ganze Freundeskreis und alles nur noch da passiert. Und es ist ja auch so, dass die Verbindungen ja sehr hohen Anspruch, also die verlangen ja auch einiges von ihren Mitgliedern an Organisation, an Engagement, an Verantwortungsübernahme. Und da ist natürlich dann auch klar, dass dort Freundschaften entstehen, Liebesbeziehungen, wie auch immer. Ich finde das halt schon spannend, dass man sich in so einer Zeit seines Lebens, in der ja irgendwie alles irgendwie neu ist, aufregend, man geht in einen neuen Ort, in eine neue Stadt und in der aber ja auch noch so viel offen ist, dass man da schon so einen festen Bund eingeht eigentlich. Na, das ist ja genau das Ding, das ist ja genau die Sache, dass die Verbindung einem auch Halt gibt. Also es gab diese NDR-Dokus, da hat der Journalist gesagt, das fand ich sehr treffend, die Verbindung ist wie ein Korsett, sie schnürt einem ein, aber sie gibt einem auch Halt. Und vielleicht ist das gerade das in der heutigen Zeit, wo vieles als anonym, als schnelllebig wahrgenommen wird, ist die Verbindung etwas, die einem Halt gibt. In einer Verbindung zu sein bedeutet auch, Verpflichtungen zu haben. Dazu gehört, sich zu engagieren. Annika ist zum Beispiel Fuchsmajorin, sie ist für den Nachwuchs verantwortlich. Das kann mehrere Stunden in der Woche in Anspruch nehmen. Etwas später am Abend wird das Gewinnergericht gekürt. Konnten Annika und Nikolas die anderen mit ihrem Carbonara-Muffin überzeugen? So, auf Platz 3 von den ganzen liegt mit 107 Punkten Carbonara-Muffins. Auf Platz 2 das Himbeer-Spekulatius-Dessert. Und auf Platz 1 mit 140 Punkten. Und es gewinnt immer ein Dessert, liegt die Zucchini-Suppe mit Croissants. Bitteschön. Auch wenn ihr Gericht nicht gewonnen hat, Annika ist trotzdem zufrieden mit dem Abend. Für mich war es interessant, dabei zu sein, auch wenn ich nicht alle Aspekte des Verbindungslebens so richtig nachvollziehen kann. Annika gibt ziemlich viel ihrer Zeit hier rein. Ich finde das krass. Es fühlt sich für mich richtig an, da auch Engagement reinzustecken. Und ich würde es nicht missen wollen, tatsächlich. Ja, cool. Es bereichert meinen Alltag einfach um vieles. Ja. Aber nicht nur den Alltag, sondern also im Prinzip ist es ja darauf ausgelegt, dein ganzes Leben ja auch zu begleiten. Ne? Ja, und davon gehe ich auch aus. Und dass es mich auch weiter bereichert eben. Ah, cool. Dann, ne? Prost. Mit Wasser. Mit Wasser. Ich habe tatsächlich verstanden, warum Annika in einer Verbindung ist. Sie hat hier einfach einen total verlässlichen Kreis von Menschen gefunden, die immer für sie da sind, ein Leben lang, ohne Wenn und Aber. Also es ist schon ein sehr starkes Netzwerk. Und ich hatte den Eindruck, die Frauen da, denen ist es total wichtig, dass sie in so einer ursprünglich männerdominierten Welt ihren gleichberechtigten Platz gefunden haben. Um anerkannt zu werden, heißt das halt aber unter Umständen auch, Traditionen weiterzuführen, einfach nur um der Tradition willen und nicht, weil man da wirklich selbst was draus zieht. Insgesamt muss ich aber trotzdem sagen, Klischees sind halt Klischees und es ist auch immer was Wahres dran, aber sie treffen halt einfach nicht auf alle zu.
Was würde euch denn am Leben in einer Verbindung reizen und was vielleicht auch eher nicht? Schreibt mir doch mal. Und wenn ihr es nice findet, euren Horizont durch solche Reportagen so ein bisschen zu erweitern, dann abonniert am besten jetzt unseren Kanal und aktiviert auch die Glocke, dann verpasst ihr keinen mehr unserer Filme. Ich habe für Reporter zum Beispiel letztens Kevin getroffen, der feiert die 50er Jahre komplett ab und ein kleines bisschen lebt er auch so, als wäre er da stecken geblieben. Und so hat der eine dem anderen halt immer geholfen. Das war halt so eine Gemeinschaft und das ist halt das, was mir halt in der heutigen Zeit so fehlt. Ich finde es auf jeden Fall spannend, wie sehr Kevin hinter seinem Lebenskonzept steht. Schaut unbedingt mal rein. Pablo von Follow Me, der war auch mal in einer Verbindung unterwegs, allerdings in der männlichen. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hier sehen.